Hallo und willkommen wieder mal zum neuen Video. Diesmal, wie ich angekündigt habe, mit einer Goldwaschrinne. Habe mal einen Ort im Vogtland rausgesucht. Ja, ich hoffe jetzt mal, der Verkehr im Hintergrund stört mich nicht allzu sehr. Ich habe keine Ahnung, ob ich was finde. Ich weiß nur, das ist ein Gebiet, wo doch Gold vorkommen soll. Ich habe jetzt auch einen Bach ausgesucht, der ein bisschen mittlere Fließgeschwindigkeit hat. In der Gölsch bin ich nicht. Das ist aktuell noch Schongewässer. Ja, werde ich mal sehen, was heute dabei rauskommt. Zur Ermittlung eines Suchgebietes nahm ich mir die Karten einer Firma zu Hilfe, wo man sehen kann, welchen Goldgehalt das Gestein hat. Auf diese Karten werde ich dann noch bei einem anderen Video näher darauf eingehen. Mein Equipment ist relativ simpel: Schaufel, Pipetten, Auffanggefäße, eine Wanne, die noch eingefahren werden muss, ein Sieb, maximal 3 mm und ein Eimer und natürlich meine Rinne. Das untere Teil habe ich mal rausgenommen, weil der Fluss hier oder dieser Bach hier ist doch nicht ganz so schnell. Ganz wichtig allerdings, ihr seht, die Pfanne hier ist noch ziemlich glatt. Wenn man jetzt mal hier Wasser reinnimmt, man sieht schon, wie das hier perlt. Sehr ungünstig zum Goldwaschen. Das darf so nicht mehr perlen. Lässt sich aber ganz einfach beheben. Entweder zu Hause mit Schleifpapier, etwas mühselig, oder man nimmt schon mal ein bisschen einen groben Kiesschotter, vielleicht mit so einer Körnung von 2 bis 4 mm, und lässt es mal zigmal im Kreis ein bisschen drehen. Das mache ich jetzt gleich mal. Und dann wird man hinterher schon sehen, dass die schon viel rauer ist. So ein Material hier würde schon dafür ausreichen. Ist auch relativ quarzreich, wie ich gerade sehe. Das dürfte schnell passieren, dass die Rinne hier ein bisschen wieder etwas stumpf ist. Da werde ich über alle Seiten mal ein bisschen drüber kreisen, bis die Wanne komplett ihren Glanz verliert und sozusagen eingefahren ist. Wer es dann doch etwas schneller haben will, ja, dann nimmt den Kies in die Hand und treibt den Kies selber noch ein bisschen durch die Wanne durch, so dass das Ganze dann ein bisschen so aussieht hier, richtig schön aufgerieben. Hier das gleiche, dann sieht man auch schon, dass es jetzt gar nicht mehr so perlt. Ja, so ist schon viel besser. Der nächste Schritt wäre jetzt, mir eine gute Stelle auszusuchen, wo ich Kies entnehme von einer eher beruhigten Stelle oder eher auch etwas vom Grund. Eine Kiesbank wäre schon besser. Hier muss ich vielleicht ein bisschen suchen. Da siebe ich mir erstmal das Material grob durch, dass nur noch Stücken übrig bleiben von so maximal 2 mm im Durchschnitt. Ja, da werde ich jetzt den Eimer damit mal befüllen. Wenn man Wasser im Eimer hat, darunter, kann man es auch wunderbar nass durchsieben. Bietet sich sehr gut an. Macht das Sieben viel einfacher. Es lohnt manchmal auch, hier einen Blick reinzuwerfen, was man da überhaupt so vorgesiebt hat. Vielleicht verbirgt sich da manchmal auch noch irgendein Mineral da drin, ja, was vielleicht Sammelwert wäre. Ich habe es jetzt mal durchgeschaut komplett, konnte jetzt nicht Spannendes finden. Wichtig wäre noch zu erwähnen, dieses Ausgesiebte bitte nicht irgendwo in die Landschaft kippen, sondern direkt, am besten gleich danach wieder in den Fluss reinschmeißen. Weil dort hat man es nämlich auch rausgenommen. Und das Ganze mache ich dann so lange, bis mein Eimer voll ist mit diesem Vorkonzentrat.
Jetzt habe ich mein erstes Vorkonzentrat gesiebt. Hat schon eine Weile gedauert, aber hätte ich noch in Grenzen die Zeit. Jetzt muss ich mir einen Platz suchen für meine Rinne, wo ich die einlegen kann, wo auch eine gute Strömung vorhanden ist, wo ich die gut arretieren kann. Ja, ich mache mich mal auf die Suche. Wie ich leider feststellen muss, gestaltet sich die Suche nach einem guten Rinnenplatz doch etwas schwieriger. Ich habe jetzt noch keinen guten Platz gefunden. Ich hoffe, ich muss die Stelle nicht wechseln, nur um meine Rinne aufbauen zu können. Wäre sehr ungünstig. Hat wirklich eine Weile gedauert. Habe mir auch einige natürliche Ressourcen zur Hilfe genommen, um diese Rinnen dann ja halbwegs gut einbauen zu können. Auch so, dass ich den guten Strömungseffekt habe, wie man sieht, mit diesen Verwirbelungen. Weil ohne diese Verwirbelungen macht das Ganze keinen Sinn. In diesem Gewässer auch selbst einen guten Halt zu finden, ist schon die nächste Schwierigkeit. Man zieht da ziemlich schnell mit den Stiefeln ein. Ja, werden wir wahrscheinlich wirklich noch auch ein zweites Gewässer suchen. Aber den Eimer hier, den werden wir erstmal durchtesten. Mit der Schaufel hier ran, damit ich sehe, ob das was bringt hier, ob die Strömung schnell genug ist. Da ist er drauf. Könnte schon ein bisschen schneller sein, die Strömung. Setzt schon ziemlich schnell zu, wie man sieht. Müsste viel schneller ausspülen. Aber noch viel schweres Material dabei. Ich kann jetzt noch ein bisschen hier zuführen. Vielleicht liegt es auch an der Matte hier von dran. Vielleicht mal noch ein bisschen hier drauf. Ja, jetzt ist schon ein bisschen besser. Ich habe auch noch eine Idee. Ich werde wahrscheinlich stockendrein wie einen kleinen Damm hier drauf bauen. Und ringsherum das Ganze noch ein bisschen anstauen. Das dürfte den Wascheffekt hier noch mal ein bisschen bekräftigen. So hoffe ich zumindest. Aber ist wie gesagt mein erstes Mal. Da lernt man noch dazu. Testet sich etwas aus. Ja, schaue ich mal, wie es hier weitergeht. Wie ich nun da erstmal feststellen muss, wird das Material viel zu wenig hier durchgetragen. Auch in die groben Körner. Wie ich auch sehe, ist, dass der Dreck vor allem hier oben hängen bleibt an diesen Teilen. Man kann so den Verwirbelungseffekt sehen, der gewünscht ist, um die ganze Sache zu reinigen an einigen Stellen, aber eindeutig zu langsam. Allerdings, und jetzt kommt glaube ich das Ganze zum Tragen, was ich mir gedacht habe, die Flexibilität. Ich kann diese Gittermatten hier rausmachen und da bin ich mal gespannt, wie es dann vorangeht hier. Ich habe auch gleich noch ein bisschen die Schräge geändert, ein bisschen steiler gestellt. Den ersten Effekt kann ich jetzt schon sehen, das wird auf jeden Fall jetzt stärker durchgetragen. Nachdem sich nun in dieser Rinne nicht mehr wirklich viel tut, werde ich jetzt das dunkle Konzentrat mal rausnehmen in die Waschpfanne und mal sehen, ob sich da irgendwas schon mal ergibt. Jetzt muss ich so lange das leichtere Material rauswaschen. Dann mit Wasser rein, stellen immer das leichtere raus, bis irgendwann ein ganz schweres Material übrig bleibt, was man dann in der Pfanne ebenfalls weiter konzentrieren kann. Tja, ich habe jetzt schon den ganzen Eimer durchgelassen, durch die Rinne. Habe den Rest immer dann fürs bisschen aussondiert. Allerdings bis jetzt noch kein Gold gefunden. In der Regel
waren die kleinen glänzenden Stücke meistens Glimmer gewesen. Ja, ich überlege mir jetzt gerade, da das mit dem Auswaschen bei dieser schlechten Gegebenheit hier bezüglich der Strömung nicht so wirklich funktioniert, überlege ich mir gerade wirklich, ob ich das Ganze nicht zu Hause aufbaue, unter sinnvollen Voraussetzungen, und lasse den Rest durch. Das ist nun das verbleibende Vorkonzentrat. Ich habe mich jetzt dazu erstmal entschlossen, die Rinne dafür nicht zu verwenden, weil es einfach zu gering ist, weil ich ja auch jetzt nicht die optimalen Bedingungen habe bezüglich Wasser etc. Ich werde das jetzt mal dafür durchsieben auf maximal 2 mm Körnung und werde diesen Rest dann mit der Pfanne auswaschen. Auf diese Weise kann ich wirklich die ganz kleinen Bestandteile noch mal ein bisschen rauswaschen. Hat auch den Hintergrund, weil sich mal in der Literatur damit beschäftigt hat. In dem Gebiet hier, oder generell auch so im Vogtland, wurden eigentlich nie Goldflitter gefunden größer als 1 mm. Das war wirklich schon das Maximum, was es überhaupt jemals gegeben hat. Wie diese Grafik hier ganz gut zeigt, den Link stelle ich euch wieder unten in die Beschreibung rein, beziehungsweise den Link zu diesem Dokument. Von daher ist es ganz gut, mir nochmal so ein feines Konzentrat zu schaffen. Das mache ich dann auch hier direkt gleich in die Pfanne rein. Mache das immer wieder ein bisschen mit Wasser aufschwemmen, bis wirklich das letzte Krümelchen hier rausgebracht ist aus diesem gröberen Material. Nach den ersten Auswaschungen sieht man jetzt schon langsam, wie sich dieser sogenannte Black Sand konzentriert. Das hier, der jetzt jedenfalls schon viel dunkler ist als das Material vorher. Ich werde das jetzt Ganze noch weiter hoch konzentrieren. Bis jetzt leider immer noch kein Gold gefunden, ne? Nicht mal ein Flitter. Das ist jetzt meine letzte Ladung und ich hoffe, deswegen ist ein einziger Flitter drin. Sonst, ja, bin ich vielleicht etwas traurig. Ich hoffe jetzt wirklich sehr, dass das hier ein Goldflitter ist, hier oben. Zumindest blieb da immer wieder jetzt oben liegen die ganze Zeit. Beim Hin und Her schwenken in der Wanne. Glänzt auch ziemlich goldig. Bin mir aber noch nicht 100% sicher, ob das wirklich Gold ist. Ich werde auf jeden Fall mal überprüfen oder überprüfen lassen. Ich werde das jetzt nochmal unter anderen Licht und anderen Winkeln anschauen. Und dann alles, was ich so für Gold halte, in einem kleinen Gläschen sammeln. Hier jetzt noch 2 Nahaufnahmen in anderem Licht. Und da hätten wir die ganz kleine Ausbeute. Die sehen jetzt durch die Glasoptik deutlich größer aus, wie sie eigentlich sind. Beides sind unter 1 mm. Aber mehr hatte ich auch nicht erwartet. Ich bin schon froh, überhaupt da was gefunden zu haben. Der eine kleinere lag etwas unterhalb in der Pfanne, wie man hier am Pfeil sieht, und wäre mir fast auch gar nicht aufgefallen. Und trotz des guten Fundes habe ich trotzdem einige Lehren aus dieser Goldwaschaktion gezogen. Nachdem ich nun einige Zeit zur Fehleranalyse hatte, nun ein paar wichtige Erfahrungen. Erstens, die Seitenränder bei so einer Goldwaschrinne sollten auf jeden Fall mindestens 5 bis 6 cm sein. Die Ränder bei meiner Rinne waren deutlich zu gering, hat vor allem den Hintergrund, spätestens dann, wenn man so eine Rinne mal ein bisschen schräg stellt, hat man das Problem, dass entweder an der Seite das Wasser reinläuft oder dass am Anfang des Bereiches der Rinne kein Wasser mehr einfließen kann, weil sie aus dem Wasser einfach herausragt. Das heißt,
entweder, wie gesagt, bei zu geringen Rändern, entweder hat man das Problem, dass dann, wenn Wasser von der Seite reinläuft, es wirklich zu ungünstigen Verwirbelungen kommt über den Mattenbereich und das Ganze schräg ausgespült wird. Sehr ungünstig, weil dadurch können auch vielleicht Flitter rausgespült werden, die man eigentlich behalten wollte in der Matte. Und das andere ist, wenn kein Wasser mehr oder beziehungsweise nicht ausreichend Wasser mehr über den Einlauf in die Rinne reinkommt, kommt der eigentliche Zweck so einer Rinne komplett zum Erliegen. Also macht dann keinen Sinn mehr. Heißt im Umkehrschluss, sind die Ränder ausreichend hoch, hat man viel mehr Möglichkeiten, die Rinne auch ein bisschen schräg zu stellen. Zweitens, man hat es ja in dem Video schon gesehen, bei der Rinne blieben vor allem an den Bereichen, wo die Matten befestigt sind, an diesen kleinen braunen Teilen, blieb eine Menge Material hängen. Heißt ganz einfach, das ist deutlich zu breit, müsste deutlich verschmälert werden. Ich habe mir auch schon überlegt, ob es vielleicht sinnvoller wäre, wenn ich statt einer Schraube in der Mitte lieber 2 Schrauben auf beiden Seiten mache und die dafür mit sehr schmalen Halterungen. Hätte den gleichen Effekt, aber man hätte eine viel breitere Durchflussfläche in der Rinne. Drittens, an dem Gewässer, wo ich war, habe ich dann irgendwann wirklich gemerkt, eine Rinne ist dort im Einsatz sehr ungünstig. Hat einfach den Grund, dass dort viel zu wenig Steine waren, eigentlich überhaupt keine Steine, wo man irgendwie hätte die Rinne sinnvoll befestigen können. Ich dachte erst, ich könnte das irgendwie an den Bäumen festmachen, die so ein bisschen im Bach rumliegen oder an den Ästen. Hat sich nicht als sinnvoll gezeigt, hat nicht funktioniert, zumindest nicht so, wie ich mir das gedacht habe. War definitiv zu instabil. Was heißt es fürs nächste Mal, wenn ich sowas mache mit der Rinne, dann auf jeden Fall in einem Bach oder einem Fluss mit ausreichend Steinen, um dort einen Damm bauen zu können, um die Rinne ordentlich festmachen zu können. Sonst weiß man wirklich nicht dann, wie man auf eine ordentliche Wassermenge kommt, um die Rinne zu beschicken. An solchen Bächen oder Flüssen, wo ich eben war, wo man dann wirklich eben keine Rinne wirklich sinnvoll einsetzen kann, macht es dann wirklich weitaus mehr Sinn, wenn man das so macht, wie ich das im Video schon gezeigt habe, indem man wirklich das Material auf so eine Korngröße heruntersiebt, was man dann ja, einfach mit der Pfanne nur noch auswäscht. Also eine Menge einwandgrob Material, immer feiner durchsieben, bis man so vielleicht maximal 1,5 bis maximal 2 mm Korngröße hat und den Rest dann einfach wirklich mit der Pfanne wäscht. Entweder vor Ort oder zu Hause. Und zu guter Letzt viertens, vom Goldwaschen, gerade in Deutschland, wird man definitiv nicht reich. Woran man wirklich reich wird, ist Erfahrung. Ja, inspiriert haben mich für dieses eine Video, aber auch für diesen Goldwaschrinnenbau, solche Kanäle beispielsweise wie Pioneer Daniel oder Goldsachs, Links wie immer unten in der Beschreibung. Ja, ich dachte, probiert man das einfach mal aus. Mal sehen, ob man daran Freude hat. Mal sehen, was daraus wird. Ist ja tatsächlich ein bisschen was rausgekommen. Weitaus mehr, wie ich eigentlich erwartet habe. Vor allen Dingen hinsichtlich der geringen Menge, die ich da eigentlich durchgesiebt habe. Ich dachte wirklich, ich finde nichts. Aber es hat gereicht. Mit dem Thema Gold wird es auch in meinem nächsten Video weitergehen. Allerdings nicht nur zum Thema Gold, sondern auch mit anderen Sachen. Ja, an dieser Stelle würde ich mich gerne wieder von euch verabschieden. Würde mich sehr toll freuen über Likes und Abos. Hinterlasst mir gerne eins. Und hoffentlich bis bald.